Okay, dann würde ich sagen, wir legen los. Erstmal ein herzliches Willkommen hier aus München von meiner Seite. Die anderen beiden Kollegen, die mit dabei sind, sind in Hamburg, glaube ich. Und ich stelle euch gleich mal direkt vor, aber vorab einfach ein herzliches Willkommen zum Thema Effizienz und Wachstum für Multibrands. Und es geht nicht um die Frage, sondern um die Aussage. Darum setzt Deichmann auf das Shop-System von Scale. Und wir haben noch keinen Namen für dieses Format. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen gerätselt. Also wer möchte, der darf hier auch gerne mal einen Vorschlag machen, wie wir dieses Audio-Video-Format von Scale und für Scale nennen sollen. Und ganz kurz zum Rahmen, bevor wir loslegen. Wir haben 60 Minuten Zeit eingeplant, wovon wir 45 Minuten einfach hier in der Dreierkonstellation Q&A machen. Und ihr seid herzlich eingeladen, während der 45 Minuten einfach Fragen zu stellen, die wir dann in dem Chat sehen und dann uns anschauen werden und dann ehrlicherweise selber entscheiden, welche Frage wir zulassen, was so ein bisschen in den Flow reingepasst hat. Aber ich glaube, wir haben hier ein ganz gutes Gefühl, was wir gerne dann auch hier beantworten wollen und können, weil damit bin ich bei unseren beiden Protagonisten, die hier natürlich nur bestimmte Themen abbilden können. Wir hatten, glaube ich, auf LinkedIn schon das Thema Retouren. Das würden wir jetzt hier heute mal ausklammern, weil wir nämlich den Severin Canisius dabei haben, der in seiner Rolle als CIO und Executive Board Member der gesamten Deichmann-Gruppe seit 2021 in der Rolle an Bord ist, bringt aber 25 Jahre Handelserfahrung mit und war unter anderem für die IT verantwortlich der Chibo-Gruppe oder eben auch bei Jack Wolfskin. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier Rede und Antwort stehen wirst. Also herzlich willkommen, lieber Severin. Danke dir, Sven. Ja, und Tarek Müller muss man eigentlich immer nicht wirklich vorstellen, glaube ich, aber ich würde es trotzdem gerne machen, weil wir hatten schon häufig die Gelegenheiten in der K5 oder in anderen Podcast-Konstellationen und du bist natürlich bekannt als einer der Mitgründer und Co-CEO der About You Konstellation, aber wir reden heute vor allen Dingen über deine Rolle als Co-Gründer von Scale. Du bist nicht Geschäftsführer von Scale, das habe ich auch mal gecheckt, aber du bist so der große Evangelist für die Scale Commerce Engine und ich freue mich sehr, dass du heute hier auch mit dabei bist. Herzlich willkommen, lieber Tarek. Ja, danke. Ich freue mich. Gut, wir legen auch gleich los und ich hatte gestern einen LinkedIn-Post gemacht, nochmal zur Deichmann-Gruppe. Vielleicht magst du mal kurz vorstellen, was verbirgt sich alles hinter Deichmann und über was für eine Größe reden wir eigentlich? Ja, mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Sven. Und tatsächlich sitze ich in Essen und das ist auch Ah, gut so, weil unweit von hier 1913 die Geschichte losging. Deichmann als aus meiner Sicht so super tolles Familienunternehmen gegründet mit der Idee, eben qualitativ hochwertige Schuhe zu günstigen Preisen den ja doch Bevölkerung im Ruhrgebiet zur Verfügung zu stellen und ist daraus dann organisch, aber eben auch anorganisch gewachsen. Und wir sind mittlerweile Europas größter Schuhhändler mit einer Vielzahl von starken Marken, eben nicht nur das Deichmann-Konzept, also Family Footwear, sondern eben auch Snipes in der Schweiz, Ochsner Sport, aber auch in den USA Rec Room Shoes und entsprechend Snipes. Wir haben letztes Jahr gut 8 Milliarden Euro Umsatz gemacht, 2 Milliarden davon in den USA, haben etwa 4.500 Filialen am Netzwerk, sind aktiv in 31 Ländern mit 41 Online-Shops tatsächlich live und ich habe die Freude, mit gut 48.000 Kolleginnen und Kollegen zusammen dafür zu sorgen, dass die Menschen die richtigen Schuhe an den Füßen haben. ja, es kommt dir ja aus der Offline-Welt und natürlich auch immer die Frage ist, also wie wichtig ist Online für euch als Gruppe? Ich glaube, online ist natürlich ein hochrelevanter Kanal für uns, nicht nur seit Corona und den Verwerfungen, die wir da so erlebt haben, sondern ich glaube, man darf das ja auch nicht als getrennten Kanal betrachten, sondern es geht ja darum, irgendwie die globale oder die holistische Customer Experience da nach vorne zu treiben. Und da ist online natürlich ein entscheidender Teil der Journey des Kunden, ja, sich vorab informieren, vielleicht auch schon eine Vorselektion treffen, sich über Bestände beauskunft und dann natürlich in die Filiale zu gehen oder online zu bestellen. Das ist uns am Ende dann egal. Entscheidend ist eben, dass wir unseren Kunden erreichen und glücklich machen können. Mhm. Okay, und die Herausforderung im Prinzip im ganzen Replatforming-Infrastrukturthema wollt ihr mit Scale oder geht ihr mit Scale ja schon an? Ihr seid schon mitten im Projekt. Tarek, magst du kurz sagen, was die Scale Commerce Engine ist, was die Idee dahinter ist und was ihr damit gerade macht?
Ja, also About You wurde gegründet vor 10 Jahren von 2 Mitgründern und mir, und wir hatten von da an auch schon die Idee, ein Handelsgeschäft aufzubauen, was halt heute aboutyou.com ist, und auch eine Software eben selbst zu entwickeln, die wir dann irgendwann auch Dritten zur Verfügung stellen. Der Punkt war 2018 erreicht, also seit 2018 bieten wir unsere Software auch dritten Händlern und Marken an. Damals hieß noch About You Commerce Suite, seit 2 Jahren ungefähr heißen wir Scale mit AY geschrieben. Ähm, und das war seitdem sehr erfolgreich. Das kann man, glaube ich, so feststellen. Wir sind jetzt auf 90 Millionen Umsatz gewachsen mit Scale im letzten Geschäftsjahr. Das ist für ein Software-Business sehr, sehr viel. Also damit sind wir schon, ja, also auf jeden Fall in den Top 5 der Software-Vendoren im Enterprise-Bereich. Mittlerweile über 140 Online-Shops, die auf unserer Software laufen. Das ist wahrscheinlich auch schon eine outdated Number. Mittlerweile müssten es auch schon deutlich mehr sein. Arbeiten da natürlich für viele Modeunternehmen, Deichmann, Snipes, Ochsner ja schon genannt, aber auch eben Marco Polo, Tom Taylor, verschiedenste andere Marken, für die wir da mittlerweile arbeiten, aber auch außerhalb der Mode mittlerweile sehr viele Online-Shops, die uns nutzen. Babymarkt, Babywalz, glaube ich, noch gar nicht veröffentlicht, ehrlicherweise, aber es ist auch kein Geheimnis. Depot im Home and Living-Bereich, Captain Sun, Vielmann als Optiker, Bayern als Fußballclub, also ein sehr breites Portfolio an Unternehmen, die unsere Software nutzen. Was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie groß sind, also erstmal relevant Online-Umsatz machen. Der Durchschnitts-Scale-Kunde macht so ein paar 100 Millionen Online-Umsatz pro Jahr. Wir sagen so in der Regel so ab 50 Millionen. Das kann man uns, denke ich, immer gut anschauen, wobei es auch gar nicht sehr um den Umsatz geht, sondern eher um die Komplexität. Also Scale ist ein System, was mit Komplexität gut umgehen kann. Komplexität kann kommen durch Multi-Everything, also vielleicht ein Backend, woraus man dann mehrere Submarken bedienen will. Ein Grund, warum die S. Oliver-Gruppe zum Beispiel zu uns gekommen ist. Oder Multiländer, also sprich, man will internationalisieren, oder Multi-Warehouses, man hat verschiedene Lager, aus denen man sozusagen Bestellungen bedienen will. Omnichannel ein zunehmend wichtiger Grund, wo wir, denke ich, auch nachher noch drüber reden werden, wo wir mit Deichmann vor allen Dingen jetzt auch gerade sehr stark dran entwickeln, weil die meisten unserer Kunden tatsächlich Online- und Offline-Vertriebskanäle bedienen. Marktplatz, auch so ein Klassiker, man will Marktplatz werden, auf Marktplätzen verkaufen. Oder auch, ich sag mal, gibt es natürlich noch so eine Art Longtail an vielen, vielen anderen Gründen, warum viele Unternehmen eben auf Scale wechseln. Typischerweise Re-Plattform, wie da irgendwie ein Salesforce oder ein SAP, das ist eigentlich so ein bisschen der Klassiker, wo softwareseitig sozusagen unsere Kunden auch in der Regel herkommen. Und ja, ich glaube, eine Sache, die mich jetzt so ein bisschen gefreut hat, weil es auch, sag ich mal so in Zahlen auch den Erfolg von Scale widerspiegelt. Also wenn man sich so die letzten Gartner-Zahlen anguckt, das ist ja so ein Analystenhaus rund ums Technologiethema, waren wir am schnellsten wachsende Software-Vendor in dem E-Commerce-Bereich. Okay. Und wenn ihr jetzt nochmal auf Deichmann schaut, ist es so, als ihr 2018 damit losgelaufen seid, ich weiß ja noch, wir haben auch schon auf der Bühne diskutiert, dass ihr ja auch da extrem viel Gegenwind bekommen habt, so warum muss About You jetzt sagen, das machen, seid ja viel zu klein dafür, und Erfolg gibt euch ja recht, aber war Deichmann immer schon so so ein Paradekunde, den ihr euch damals vorgestellt habt, oder hat sich das eigentlich so über die letzten 5 Jahre so entwickelt? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich sozusagen bis vor 2 Jahren völlig unterschätzt habe, wie groß Deichmann ist und wie erfolgreich Deichmann ist. Ja, also du hast ja gerade auf diese Todesliste verwiesen. Hättest mich jetzt vor 10 Jahren gefragt, irgendwie so Deichmann, wie groß sind die und gibt es die noch und in 10 Jahren und irgendwie wachsen die und so weiter. Ich hätte da jetzt, glaube ich, keine qualifizierte Antwort drauf gegeben. Erstmal war mir gar nicht klar, wie viele Unternehmen zu Deichmann gehören, und vor allen Dingen war mir aber auch nicht klar, wie stark Deichmann wächst und wie profitabel das Geschäft ist. Also ich würde fast sagen, Deichmann, also mittlerweile muss man ja feststellen, gehören viele Unternehmen könnte man, wenn man die Todesliste jetzt erstellen würde, würden da eine ganze Menge Onliner drauf landen, fairerweise, Ja. wo man vor 5 Jahren gesagt hat, genau das ist sozusagen die absolute Zukunft, und diese ganzen Legacy-Offline-Unternehmen können halt einpacken, und ich glaube, mittlerweile muss man schon feststellen, den Onlinern geht es oft sehr schlecht, und gerade vertikalisierten Unternehmen mit Offline- und Online-Vertrieb, Deichmann, aber Inditex beispielsweise, auch wenn man mal ein börsennotiertes Unternehmen erwähnen will, wo auch ich meine Zweifel hatte vor 5 bis 10 Jahren, das sind eigentlich die prosperieren, ja. Und insofern, wenn du mich jetzt fragst, haben wir 2018 an Deichmann gedacht? Nein, ist die ehrliche Antwort. Aber jetzt so in den letzten Jahren
hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass Deichmann eigentlich ein ziemlich repräsentativer Kunde für uns ist, weil halt viel Komplexität, alles, was ich gerade gesagt hatte, für Deichmann zutrifft, Omnichannel, international, Multi-Brand, Multi-Warehouse, Komplexität natürlich aufgrund der Größe, Marktplatz, Ambitionen möglicherweise und viele, viele andere Dinge ja dann da zutreffen. Und insofern ist Deichmann für uns schon ein sehr, sehr prädestinierter und Top-Kunde. Und dazu kommt noch, dass Deichmann vor allem ein Unternehmen ist, was trotz Größe, Anführungsstrichen trotz Größe halt eben sehr dynamisch ist und gerade im Bereich Omnichannel aus meiner Sicht auch vor der Migration zu Scale schon absolut best in class ist und auch hier, also auch fairerweise meine Erwartung von dem, was Deichmann so im Bereich Omnichannel macht, bei weitem übertroffen hat. Also als wir so gesehen haben, was da so für Requirements reinkamen, dachten wir schon so, uiuiui, also deutlich weiter, als wir das sozusagen angenommen hätten. Ja, und insofern dankbarer Kunde in der Grundstruktur, groß, komplex und auch sehr dankbarer Kunde in der Art und Weise der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Ambition, eben auch neue Dinge zu entwickeln, die heute in Scale so noch gar nicht drin sind, die ja sehr innovativ sind, glaube ich, gerade im Bereich Omnichannel, aber auch in anderen Bereichen. Jetzt aber Omnichannel mal vielleicht rausgepickt, ja. Ja, schöne Überleitung. Severin, als du 2021 dazugekommen bist, also wenn du da nochmal mit uns zurücknimmst, so auf welche Herausforderungen bist du da eigentlich getroffen? Insbesondere, vielleicht können wir auch mal erstmal im E-Commerce-Online-Bereich mal anfangen, um das ein bisschen zu portionieren vielleicht. Ja, also wie eben schon gesagt, ich war selber ein bisschen überrascht, als ich angefangen habe, wie groß und breit und erfolgreich eigentlich Deichmann ist. Und wenn man sich das eben anschaut und die Wachstumshistorie anschaut, haben wir eben einen sehr starken Marken- und Länder-Footprint, aber eben natürlich auch dann verteilte Verantwortung über die Formate, die in den Ländern sind. Und eben mit diesen 41 Shops und 4.500 Filialen natürlich auch eine sehr, sehr breite Infrastruktur. Und das bietet sich ja eigentlich logischerweise an, da Synergien zu heben. Und wenn man sich dann die Landschaft angeschaut hat, dann war die eben leider sehr heterogen, weil eben gewachsen. Da hat dann ein Format oder ein Land hat dann ein System mitgebracht und hat dann dazu geführt, dass wir eben einen ziemlichen Zoo aus ich könnte jetzt hier die übliche Liste der anderen E-Commerce-Systeme aufzählen. Wir hatten da wahrscheinlich von jedem eins irgendwo. Und was ist natürlich für uns diese internationale Expansion und auch die Weiterentwicklung der Capabilities eben sehr herausfordernd gemacht hat. Wir haben viele Lösungen gefunden. Ich glaube, wir sind im Omnichannel da stark unterwegs schon gewesen. Aber eben genau diese Frage, wie kann man die Synergie einer Gruppe mit der Größe und Kraft, die wir haben, Effizienz nutzen, um eben dieses Wachstum und auch das Kundenerlebnis weiter nach vorne zu bringen. Und da war eben klar, wir müssen nicht nur replatformen, sondern eigentlich die gesamte Architektur überarbeiten, um das nach vorne zu bringen und gleichzeitig eben auch die Art zu ändern, wie wir Business machen. Also dieses Thema IT und Business zusammen in einer globalen Organisation die Verantwortung und Kompetenzen sinnvoll nutzen. Das war eigentlich der große Treiber da. Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, weil das eine ist immer so Prozesse und Technologien, das andere ist ja eine Organisation oder eine ganze Mannschaft eigentlich mitzunehmen auf so eine Reise. Weil zum einen ist natürlich irgendwie, wenn man es dann hat, ist es alles leichter und smoother und jeder sagt sich, kann sich nicht mehr anders vorstellen, aber in diesem Prozess muss man natürlich auch so liebgewonnenes loslassen. So wie nimmt man so eine ganze Gruppe eigentlich dann mit? Ich glaube, der Schlüssel dafür ist, dass wir es eben, und das ist auch der Codename quasi unseres Projekts, Hashtag gemeinsam, dass wir es eben gemeinsam tun, dass wir eben nicht versuchen, eine zentrale Lösung zu bauen und die vorzugeben, sondern dass wir eben gemeinsam global mit den Kollegen sowohl aus den internationalen IT-Abteilungen als auch eben aus den internationalen Business Units gemeinsam eine Plattform zu bauen, die dann eben für jeden was dabei hat. Also ich sage immer, das Familienauto, in dem wir eben alle mitfahren können, um dann gemeinsam jeder mit seiner persönlichen Go-to-Market und seiner Kundenansprache, die notwendig ist, aber eben mit diesen gemeinsamen Capabilities das zu bauen und nach vorne zu bringen. Und ehrlicherweise war ich selber überrascht, wie offen diese Idee aufgenommen worden ist, weil die eben unter diesen 48.000 Kolleginnen und Kollegen eine Menge Leute haben, die, glaube ich, ein ähnliches Mindset hatten und sich von vornherein schon gedacht haben, es macht gar keinen Sinn, dass eine Gruppe A oder B das anders macht. Lass uns das doch gemeinsam tun. Insofern haben wir uns auf den Weg gemacht und sind, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stück vorangekommen da schon.
Mhm. Und jetzt, ich meine, die Heritage ist ja offline, aber also immer eine Outside-In-Sicht, das ist auch mir schon klar. Aber jetzt habt ihr eben auch ein starkes Online-Business aufgebaut, aber gab es dann auch schon so eine Verknüpfung, weil das ist ja immer so ein bisschen dieses Omnichannel, wenn man so Silos laufen hat, ist es wenig effizient. Also ist das auch eine Herausforderung, die ihr habt und die ihr hattet? Also diese Verschränkung? Absolut. Also ich glaube, was wir eben haben, ist ein hohes Kundenvertrauen, weil wir eben über diese Zeit Qualität und Preisbewusstsein geliefert haben und darauf eben nach wie vor einzahlen, aber natürlich uns dem Markttrend und Entwicklungen stellen müssen. Und das ist eben eine Stärkung des E-Commerce, aber auch der Omnichannel Customer Journey. So. Und da haben uns einfach die Systeme, wir haben viele Capabilities entwickelt, aber die eben vielleicht architektonisch nicht so, wie man es bauen würde, wenn man das ganze Greenfield bauen würde. Und insofern können wir heute auch in den Ländern, die noch nicht auf Scale sind, einiges liefern an Omnichannel-Erfahrung, aber eben nicht in der Effizienz, die wir brauchen, um dann schnell, flexibel zu skalieren, weil wir natürlich weiterhin ambitionierte Wachstumspläne haben und die entsprechend auch abliefern wollen. Mhm. Jetzt, bevor wir noch ein bisschen tiefer reingehen, würde ich auch noch mal verstehen, wie das Setup ist und wie auch so die Übergabe ist. Wir hatten im Vorfeld auch schon so ein bisschen gesprochen. Also wie sieht es denn dann an den Übergabepunkten aus? Also gerade so Warenwirtschaft, also was ja nicht jetzt Scale ist, aber wie seid ihr da aufgestellt? Also wir sitzen auf einem Backend-System, das tatsächlich in-house gebaut ist, eine Eigenentwicklung, die exakt auf das Deichmann-Geschäftsmodell, also Core-Geschäftsmodell zugeschnitten ist, wo man dann aber natürlich gewisse Abrisskanten entdeckt, wenn man dann über neue digitale Capabilities, Tarek hat richtigerweise vorhin auch Marktplatz und Ähnliches erwähnt. Wir sind ja auch stark verzahnt mit unseren Partnern, sei es eine Adidas oder eine Nike, die sehr stark natürlich den Markt dominieren, mit denen verbunden und brauchen da natürlich neue Capabilities. Und das wird dann eben zunehmend schwerer, je tiefer man in so eine Infrastruktur reingeht. Und im Rahmen dieser Transformation haben wir uns deshalb eben gesagt, als erstes Facing to the Customer macht es total Sinn, diesen E-Commerce-Kanal neu zu bauen, auch als architektonisch eben ja eine klare Kante gibt. Und das ist eben das OMS, also alles OMS aufwärts, sage ich mal, Richtung Consumer neu zu bauen, um dann über das OMS quasi wieder in unsere bestehende Infrastruktur einsteigen zu können, die nach hinten raus fulfillen kann, aber die wir eben auch perspektivisch betrachten müssen und auch modernisieren müssen. Aber eben jetzt ein guter Schritt, so einzusteigen. Mhm. Und wie passt da jetzt, also ich meine, das ist ja ein Riesenprojekt und jetzt für mich immer so, also ich bin kein Techie, ich arbeite seit 25 Jahren im Tech-Bereich, aber ich habe immer Respekt vor sowas, wo ich dann immer sage, die Komplexität, also mich erschlägt sie und dann frage ich mich mal, wie geht man da ran und wie wählt man vor allen Dingen dann Scale als seinen Partner aus? Also wo ist dann so der Match für euch? Was waren so eure 3 großen Ziele und genau, wie passt da Scale dazu? Ich glaube, man muss die Frage wahrscheinlich in 2 Stufen beantworten. Also ich glaube, der Mhm. Punkt ist, diese Komplexität wird, und die ist immanent, gar keine Frage, die wird eben nur beherrschbar, wenn man das Ganze modular und ich sag mal in Bausteinen in der Regel von Standardsystemen betrachtet, um dann die Komplexität beherrschbar zu machen und auch Teile beweglich zu machen. Und Ziel ist es genau, so eine modulare Plattform zu schaffen. Ziel ist es aber auch eben, weitere digitale Fähigkeiten zu entwickeln, die wir dann eben über die Formate, über die Länder entsprechend zum Einsatz bringen können, um das dann eben im Backend effizient skalierbar ausrollen zu können und dann darüber auch über ja, dann im Frontend näher an die Kunden ranzukommen und eben auch die Kundenansprache über die Marken individueller gestalten zu können, die dann eben nah am Kunden und mit dem Kunden kommunizieren. So. Und um das zu tun, haben wir uns eben eine neue Plattform gesucht und sind dabei auch auf Scale aufmerksam geworden und haben uns dann das im Detail angeschaut. Und ja, es wurde dann ein Perfect Match am Ende, weil wir aus meiner Sicht, und wie gesagt, du hast es ja gesagt, schon 25 Jahre im Markt und habe auch schon mal das ein oder andere E-Commerce-System selber entwickelt. Auch das ist ja zwar lustig, aber auch ziemlich aufwendig. Und was uns bei Scale eben gefallen hat, dass ja aus dieser About You Heritage unheimlich viel drin ist und war und auch noch hinzukommt, was man eben in der Textilindustrie automatisch braucht. Ja, also diese doch sehr typischen Fragestellungen, Größen, Farben, Modell, Style, Optionen, also alles, was man da so kennt, da schon drin ist, was man eben in jedes weitere System wieder hätte einbauen müssen. Das hat uns super gut gefallen und dabei eben ergänzend noch,
Tarek hat es gesagt, wir sind vielleicht stark in Omnichannel, aber eben Scale ist andersrum Best-in-Class E-Commerce. Und wo können wir dann vielleicht auch von den Besten lernen, um dann unser eigenes E-Com-Business nach vorne zu bringen und das eben gemeinsam mit Scale nach vorne zu bauen. Und das war so der Haupttreiber. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das Thema gemeinsam war uns sehr wichtig, also Business und IT Hand in Hand, aber eben auch mit einem starken Partner und das dann gemeinsam eben auch inklusive Scale, dass man das eben gemeinsam weiterentwickeln kann. Und da war es für uns auch entscheidend, dass wir vielleicht noch eine gewisse räumliche Nähe haben, also neben dem technologisch guten Basis, dass wir eben auch die Teams zusammenbringen können, dass dann eben Leute von uns mal nach Hamburg fahren und da arbeiten oder auch Scale About You Kollegen zu uns nach Essen kommen, um eben gemeinsam diese Plattform nach vorne zu erleben und zu bringen und das Projekt nach vorne zu bringen. Ja, Tarek, du hast ja gesagt, die Deichmann-Gruppe, also du hast auch ehrlicherweise gesagt, du wusstest gar nicht, wie groß sie sind, wie erfolgreich sie sind. Und ich habe ja immer so, was mir halt total gut gefällt an eurem Ansatz, ist diese Street Credibility, die ihr letzten Endes habt, dadurch, dass ihr mit About You ja so einen Erfolg dahin gelegt habt. Und das offensichtlich, sagt der Severin auch gerade, ist einer der Gründe, warum man dann auch für euch sich entschieden hat. Was siehst du denn nochmal, wenn du auf diese Anbahnung so mit Deichmann drauf schaust, nochmal so? Also im ersten Moment sagt man ja so, ja, okay, die wollen das machen, oder sagt man, feiert man das gleich? Und ich meine, man entwickelt dann ja auch erst so ein Gespür für die Partnerschaft wahrscheinlich, ne? Ja, also wir haben das natürlich sehr gefeiert, als wir da in die Gespräche gegangen sind, eben aus den genannten Gründen, dass halt eben sehr viele Dinge, die wir lösen wollen mit Scale, dann auch bei Deichmann vorherrschen. Also gerade der Punkt Komplexität, Internationalisierung, Multi-Everything und eben Omnichannel. Und was mich vor allen Dingen beeindruckt hat, ist, dass Deichmann nicht nur groß ist, sondern auch halt wächst. Ja, also ein Wachstumscase ist natürlich auch schön. Auch das vielleicht von außen gar nicht, möglicherweise für viele gar nicht so sichtbar oder transparent, eigentlich, dass da eben auch noch Wachstum vorherrscht. Ne? Und gerade beim Thema Omnichannel, hatte ich ja gerade schon erwähnt, hat sich auch meine Meinung einfach auch sehr stark gedreht. Also ich glaube, vor 10 Jahren gab es so eigentlich drei Gründe oder so entlang dreier Gedanken, warum auch ich skeptisch war auf Omnichannel und auch viele andere, glaube ich. Das erste war so die Frage eigentlich, dreht sich die Welt nicht dahin, dass es Leute gibt, die eigentlich nur online einkaufen, dann gibt es eben Leute, die auch nur offline einkaufen. Also klar war immer, offline, online wird koexistieren. Ich meine, dass irgendwie online alles übernimmt oder offline alles übernimmt, das glaube ich, da hat irgendwie keiner dran geglaubt, aber irgendwie war es schon, viele Menschen haben schon daran geglaubt, dass es halt so den Online-Kunden gibt und den Offline-Kunden, ja. Und ich glaube, die Realität heute ist, dass fast alle Kunden beides sind. Selbst die total junge Generation, ja, die am meisten online ist, kauft eben auch offline ein. So, das heißt, so Punkt 1 ist erstmal, es gibt nicht den Online-Kunden und den Offline-Kunden. Es gibt einen Kunden und der geht meistens in beide Kanäle. Das knüpft natürlich die zweite Frage an, ob das jetzt aus Sicht eines Unternehmens eigentlich bedeutet, dass man die Kundenloyalität auch für beide Kanäle bekommt. Und ich glaube, da war das zweite Thema, die Beobachtung, dass Offline-Unternehmen online nicht erfolgreich waren. Und die Annahme war, das liegt daran, dass quasi ein Kunde eine Loyalität hat zu einem Unternehmen offline, also sagt, Deichmann ist mein Schuhshop offline, aber online ist es halt Zalando und ich transferiere meine Offline-Loyalität nicht in den Online-Kanal. Und ich glaube, das war ja so. Also die Menschen haben halt eben nicht online gekauft bei den Unternehmen, wo sie eben offline jahrelang gekauft haben. Ich glaube, der Grund war eigentlich ein anderer. Und zwar ist der Grund, dass der Kunde sagt, ich verzeihe nichts online, nur weil ich offline den Laden mag. Ja, aber wenn ein Offliner eine Best-in-Class Online-Experience liefert, dann kaufe ich natürlich auch bei dem Offliner online ein. Das bedeutet eben schon, dass quasi Loyalität eines Kunden, also ein Stammkunde offline, auch zu einem Stammkunden online werden kann. Aber er verzeiht dadurch nichts. Er sagt nicht, ich bin jetzt bereit, Abstriche zu machen. Das heißt eben, man muss Kanalexzellenz online erlangen. Ja, und man kann nicht teurer sein, Versandkosten machen, längere Lieferzeiten haben, der Shop schlechter sein, alles irgendwie ein bisschen breaky, die Zahlarten nicht haben. All das geht nicht. Aber wenn man all das löst, dann ist es eben schon so, dass der Offline-Stammkunde eben auch zum Online-Stammkunden wird und nicht so, dass der Offline-Stammkunde sagt, na, online gehe ich eben zu Zalando, ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen Punkt 2, was sich bei mir zumindest sehr stark verändert hat, nämlich du kannst die Offline-Stammkunden auch zu Online-Stammkunden machen, aber die Grundvoraussetzung ist Online-Exzellenz. Kanalexzellenz gilt ja auch umgekehrt. Also ein Online, der einen Offline-Laden macht, gilt genauso, ja. Das ist ja, denke ich, auch logisch. Das Dritte, glaube ich, was zunehmend klarer wird, ist halt sozusagen auch das natürlich auch sozusagen skalierungsbedingt, dass du eben auf der ganzen Operations-Seite doch viel mehr eigentlich machen kannst, als man früher vielleicht angenommen hat, ja. Es war irgendwie so, es ging los mit dem Store-Finder und dann irgendwie so Click and Collect so und dann ist der Markt eigentlich lange stehen geblieben, war so meine Wahrnehmung, ja. Und was man jetzt halt sieht, gerade an Entwicklungen, ist halt schon sehr viel spannender. Das ist dann sowas wie Retoure im Laden abgeben, möglicherweise sogar das Geld direkt ausgezahlt bekommen. Also aus Kundensicht total Vorteil, ja, gerade, sag ich mal, im Niedrigpreissegment, wo auch Cashflow und Liquidität eine Rolle spielt. Umtausch im Laden einer Online-Bestellung. Eine Online-Bestellung tätigen, die ich im Laden abhole und mir dadurch vielleicht Versandkosten spare, weil ja auch wieder Versandkosten im Kommen sind oder auch Retourenkosten, die ich mir in beiden Punkten sparen kann, wenn ich in den Laden gehe. Kann aber auch sein, dass ich im Laden bin und dann eben eine Order ausgelöst wird oder etwas, was für den Kunden unsichtbar ist, aber einen großen Vorteil haben kann, das ist sozusagen Store Fulfillment, ja, also dass quasi eine Online-Order aufgegeben wird, sie aber faktisch sozusagen vom Laden um die Ecke zu mir geliefert wird, was jetzt mal neben Nachhaltigkeitsaspekten eben auch Geschwindigkeit bedeutet und im Zweifel auch eine effizientere Orchestrierung des gesamten Ops-Netzwerkes. Ja. Und all diese Themen aus meiner Sicht haben schon meine Meinung eben auch auf das Thema Omnichannel dort sehr stark verändert, von so fairerweise Omnichannel-Skeptiker hin zu, ich glaube, das ist das Winning Model. Ja. Vertikalisierte Multikanal-Spieler sozusagen. Ja. Und als wir dann auf Scale geguckt haben, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, so, oh Mist, ja, wir kommen jetzt aus der Online-Welt sozusagen, kann unser System das überhaupt architektonisch und systemisch, oder müssen wir jetzt eigentlich ein neues System bauen, um sie dieses Unified auch über Online und Offline hinweg zu können. Und da haben wir glücklicherweise festgestellt, dass unser System, sage ich mal, aus Versehen oder aus Glück vielleicht, wie auch immer, perfekt dafür ist, weil wir haben mit About You am Anfang die Vision gehabt, mehrere Länder zu bespielen. Wir haben damals noch die Idee gehabt, vielleicht auch Subshops zu haben für unsere Eigenmarken beispielsweise. Das heißt, so dieses Multi war sowieso schon drin, aber vor allen Dingen hatten wir auch war für uns, wir sind ja von Anfang an ein hybrides Modell gewesen, wo wir sozusagen Marktplatz mit eigenem Einkauf kombiniert haben. Das heißt, die ganze Architektur war von Anfang an darauf ausgelegt, dass ein Artikel in N Quellen sitzen kann. Und genau das ist die architektonische Grundvoraussetzung eigentlich für Omnichannel, nämlich zu sagen, ich habe einen Artikel, das ist dieser eine Schuh, der kann aber in 50 Quellen sitzen und ich gucke eigentlich immer auf Basis der Transaktion, ja, und der Basket-Komposition, woraus ich jetzt eigentlich diese Order letztendlich bediene. Und das kann sein eine Split-Order, ich schicke dem Kunden 2 Pakete, das kann aber auch sein, du Sven packst 3 Schuhe in den Warenkorb und wir sagen, naja, das ist jetzt wahrscheinlich eine Order, die wir aus dem Laden in deiner Nähe bedienen, packst einen 4. Artikel, der ist dort aber nicht vorhanden, dann muss es eben aus dem Zentrallager kommen oder wir machen eine Warenzusammenführung. Also all diese Sachen waren technisch eben bei uns immer schon veranlagt durch das Marktplatzgeschäft sozusagen, kombiniert mit dem Own-Stock, wo du eben diese N-Bewirtschaftungsquellen hast, du hast N-Retourenwege, N-Kundenservicefälle, also eben diese Komplexität hinten raus, die war in unserem System eben schon veranlagt. Und insofern war für uns eigentlich der Schritt hin zu Omnichannel, also der Schritt hin dazu, einen Omnichannel-Player bedienen zu können, zumindest mal architektonisch, hat keine Neuprogrammierung bedarf, sondern es sind halt Logikanpassungen, aber das ist erstmal einfacher und Features sozusagen, als wenn man jetzt sozusagen die komplette Architektur hätte über Bord werfen müssen. Ne? Und so, so war auch so ein bisschen unsere Evolution eigentlich hin dazu, dass eben ein Deichmann für uns auch ein Traumkunde ist, ja. Und man sieht ja auch in unserem Kundenportfolio mittlerweile mit Vielmann, die auch ein paar tausend Stores haben, S. Oliver und irgendwie allen möglichen Kundendepot und vielen anderen, ja, die eigentlich fast alle im Grunde genommen eben vertikalisierte Multi-Channeler sind auf internationaler Ebene. Heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch Online-Pure-Player haben, wie ein Captain Sun und About You, ja. Also dafür ist das System auch nach wie vor sehr geeignet. Ich glaube, das aber sozusagen für jeden eher logischer von außen erkennbar, als jetzt vielleicht der Aspekt, dass so ein Deichmann zu uns eben sehr, sehr gut passt, ja. Ja, also schöne Ausführung, ne? Weil Severin, vielleicht auch, da würde ich auch gleich zu dir überleiten, weil das ist ja, so im Prinzip am Ende ist ja, sagen, der N ist dann egal, ob es ein Online-Shop ist oder ein Offline-Store. Die Frage ist, du musst ja
musst ja letzten Endes dann deine Daten im Griff haben und ich glaube, das ist der Unterschied ist, das hast du, glaube ich, auch schon gesagt, aber gleich rüber zu dir, Severin, ist, du musst den Kunden ja im Blick haben. Also Kanal egal, ja, der Kunde will eine Experience haben, die halt letzten Endes seamless ist. Er sagt halt irgendwie, ja, ich will meine Tour ja zurückgeben, ich habe doch ein Kundenkonto von mir. Also, und ich glaube, die Denke ist extrem wichtig, ja, für so eine Verbundgruppe wie Deichmann. Absolut. Also ich wollte gerade auch ergänzen, was Tarek gesagt hat. Ich glaube, das ist eben genau da, wo wir auch hingeschaut haben und gesagt haben, die Grundarchitektur auch im Datenmodell, eben im Scale-Shop, die ist schon so gut vorhanden, dass wir einfach darauf super gut aufsetzen können, um gemeinsam eben so Omnichannel Capabilities nach vorne zu bauen, um eben genau das zu erreichen, Sven, was du gesagt hast, dieses Seamless Customer Experience und am Ende auch die Loyalität, weil die findet ja dann, wenn du es gut machst, eben on und offline am Ende Omnichannel statt. Ja, und das ist sicherlich auch ein Fokusthema für uns nach vorne. Wie können wir noch stärker Mittel und Wege finden und Capability schaffen, um eben unsere Kunden zu loyalen Kunden unabhängig vom Kanal zu machen und eben auch damit weiter zu wachsen und in der Zukunft erfolgreich zu sein. Und ich Aber das glaube, dieser Endstück, Aspekt, sozusagen ein Aspekt, den man, glaube ich, eben auch ähm, sozusagen nicht unterschätzen darf, ist Kanalexzellenz, ja. Also egal wie geil ein Kunde findet offline, man muss Kanalexzellenz online erzielen und auch ein Online müsste das offline tun, wenn er einen Offline-Store aufbauen will. Und ich glaube, das ist halt eben wichtig oder das ist ein bisschen das Unfaire, ja, dass man eigentlich aus einer anderen Welt kommt, aber eben, man konkurriert halt eben mit einem About You und einem Zalando und einem Amazon. Und dem Kunden ist halt völlig egal, dass ein Amazon ein Multi-100-Milliarden-Konzern ist, der sozusagen online geboren ist. Das ist ja dem Kunden egal. Ja, der Kunde sagt, ich möchte, wenn ich bei Deichmann oder wem auch immer online bestelle, möchte ich halt eine Best-in-Class-Online-Experience, ansonsten gehe ich halt zu einem anderen, ja. Und das ist ja gerade die Komplexität, weil natürlich technologisch ist es viel komplizierter, wenn man Omnichannel, also wenn man in beiden Kanälen unterwegs ist, noch komplizierter, wenn man ein älteres Unternehmen ist mit Legacy-IT, und das auch noch auf internationaler Ebene. Also, aber das ist ja dem Kunden egal, ja. Also, dass es sozusagen eine größere Herausforderung ist für einen Deichmann, Online-Exzellenz zu erzielen, als für einen Zalando oder eine About You, das ist ja dem Kunden völlig egal. Aber der Kunde sagt, ich möchte das halt, ja. ja, ich meine, das ist ja, also normalerweise immer, was man so von den Techies hat man immer die Komplexität von innen und die muss gelöst werden, aber man will ja, dass als Kunde ist einem das ja, wie du sagst, ja völlig egal. Also du willst ja eigentlich nur eine geile Erfahrung machen mit dem Händler und der Marke. Und wie weit seid ihr da jetzt in dem Prozess, Severin? Also Ja, also ich würde sagen, vielleicht noch ergänzend, der Kunde, der bei uns im Brick and Mortar kauft, ist natürlich loyal und ist eben auch unsere Kolleginnen und Kolleginnen gewohnt. Und es geht ja eigentlich darum, diese Experience dann online zu verlängern, mhm. um eben auch diese Ansprache zu haben. Ja, wir haben uns da gemeinsam auf den Weg gemacht und sind, glaube ich, schon ein gutes Stück gelaufen, haben unsere neue Omnichannel-Plattform gestartet. Ehrlicherweise mit einem sehr phänomenalen Kick-Off-Party von unseren 300 internationalen Kollegen, die an diesem Projekt teilgenommen haben. Damals Zeche Zollverein, also heute noch legendär, ist jetzt fast ein Jahr her. Und haben eigentlich in einer phänomenalen Zeit aus meiner Sicht in eben nur 6 Monaten dann die Plattform so hingestellt, dass wir die ersten Ländershops live nehmen konnten. Und ich glaube, das war schon ein Rekord und auch ein Eye-Opener, sowohl für die internen Kollegen, ich glaube auch, Tarek, wenn du ehrlich bist, für euch Scale, dass wir dann doch so ernst gemeint haben und nach vorne gegangen sind und gesagt haben, so, jetzt Hebel auf den Tisch und los geht's. Und haben dann im Ende Mai Tschechien und Slowakei live genommen, was aus meiner Sicht einfach nur nochmal ein großes Dankeschön an die Teams, sowohl eben Business IT als auch an Scale, die das alle zusammen eben möglich gemacht haben. Und haben dann nach einer Sommerpause, auch ein bisschen Regrouping, dann im September Rumänien und Bulgarien und jetzt gerade im Oktober Spanien und Portugal live genommen und ja, können dann eigentlich so ein bisschen langsam an die Pace anknüpfen, die auch ein About You ja umsetzt. Wie kriegen wir unsere Ländershops jetzt wirklich sukzessive, kontinuierlich drauf? Also wir haben dieses Jahr noch 2 weitere Länder geplant. Januar sind wieder 2 weitere geplant, werden das entsprechend jetzt so weitertreiben, um eben diese Plattformhomogenisierung nach vorne zu bringen. Und gleichzeitig arbeiten wir eben mit Scale, die sehr stark sich ums Backend kümmern, aber eben auch mit uns zusammen an den Omnichannel Cases, um diese Capabilities zu entwickeln, die wir dann vielleicht für die größeren Länder brauchen, aber eben auch für die anderen Konzepte. Ein Snipes und ein Ochsner Sport hat eben auch nochmal andere Anforderungen, die wir dann als isolierte Capabilities dazu entwickeln wollen. Und so, dass wir für nächstes Jahr schon eine gut gefüllte Roadmap haben, aber da Mhm. auch mit großen weiteren Bausteinen an den Start gehen werden.
Ja, also erstmal reden wir jetzt über Deichmann selber, ne? Also quasi in der Gruppe. Ja. Und wie sieht das dann aus jetzt in Tschechien und in der Slowakei? Ist das jetzt, ist das schon so integriert, dass man sagt, man hat so einen Kundenaccount, offline, online, oder wie muss man sich das vorstellen? Loyalität ist noch einer unserer Fokusthemen. Mhm. Kann ich jetzt noch nicht so viel zu drüber sagen, aber da wird sehr zeitnah was kommen. Kundenbindung ist für uns ein Riesenthema, werden wir uns darauf fokussieren, und gleichzeitig die Omnichannel Use Cases, die wir jetzt ausbauen. Wir sind natürlich eher aus dem E-Com kommend in den Ländern gestartet Mhm. und liefern jetzt quasi die Omnichannel Capabilities sukzessive nach. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, was hatten wir schon in dem Land, was müssen wir eben zum Go Live haben, beziehungsweise was können wir in der Roadmap jetzt entsprechend entwickeln. Aber eben auch hier jetzt sieht man dann ja wieder den Vorteil, wenn wir jetzt eine Fähigkeit entwickeln, die können wir dann eben über die Plattform auf alle aktiven Länder ausrollen und nutzen und eben im Gegensatz zu früher, wo wir dann jeden einzelnen Prozess wieder durch alle Systeme tragen mussten, sehen wir eben hier die Geschwindigkeit und den Benefit, den wir haben durch diese eine homogene Plattform. Ja, und das ist auch ein iterativer Prozess. Ne? Also das sehen wir eigentlich oder das empfehlen wir eigentlich den meisten unserer Kunden auch halt nicht jetzt irgendwie 2 Jahre zu entwickeln, um dann mit dem riesen Big Bang quasi alles Mhm. mit allen Features auf einmal rauszuhauen, sondern halt das ist eigentlich so ein typischer Migrationspfad, in kleineren Ländern anzufangen mit einem natürlich kleineren Scope und dann halt sowohl Länder als auch Scopes quasi Schritt für Schritt zu erweitern und dann natürlich mit jedem Livegang eines neuen Features und mit jedem Replatforming sind halt irgendwie 10 Sachen besser und 4 Sachen schlechter. Ja, das ist die Natur von Replatformings, glaube ich, brauchen wir auch nicht schön reden. Ja, noch nie ein Replatforming erlebt, wo 10 Sachen besser waren, 0 Sachen schlechter. Und dieser iterative Prozess, der führt auch dazu, dass man, glaube ich, Geschwindigkeit im Ausmetzen der Fehler halt aufnimmt, ja, sodass man dann irgendwie 3 Monate später, weiß nicht was, 13 Sachen besser und 1 schlechter hat und irgendwie ein halbes Jahr später alles besser am besten. Aber vor allen Dingen auch quasi die Weiterentwicklung des Feature Scopes halt auch einfach besser funktioniert, wenn man halt schon mal live ist und irgendwie auch ein bisschen am lebenden Objekt experimentieren kann und auch die Prozesse hinten raus eben effizienter machen kann. Also, weil sozusagen, ich habe ja viele Vorteile von Scale schon aufgezählt. Einen hatte ich jetzt gar nicht erwähnt. Und das ist halt schon das Ziel, dass eben nach einer Migration und nach dem Replatforming von den so typischen SAP Salesforce Legacy Systemen halt auch idealerweise die Total Cost of Ownership niedriger sind, also sozusagen die Gesamtkosten, um ein E-Commerce-Business zu betreiben, halt sinken. So, und Gesamtkosten setzen sich ja zusammen aus irgendwie Lizenzkosten, setzen sich aber auch zusammen aus Programmierern, die man da drauf setzen muss, vielleicht Agenturen, vielleicht Beratern, aber natürlich auch Leuten, die das Business managen am Ende, ja, also auch so die Business-User, sprich, wie lange dauert das, einen Artikel zu erstellen? Wenn man jetzt eine Kampagne anlegt, muss man dann 31 Mal auf Copy and Paste drücken, um es in 31 Länder zu skalieren, oder kriegt man das halt schneller und effizienter hin? Und so die Kombination der Dinge eigentlich quasi sozusagen weniger IT-Vendoren, idealerweise weniger Aufwand in Maintenance, die ja für den Kunden nichts bringt und irgendwie das am Leben halten des Systems, kombiniert aber auch mit einer effizienteren Nutzung im Backend führt dann eben idealerweise dazu, dass man auch Effizienzgewinne hat in der Organisation und halt am Ende eben niedrige Kosten, sprich höhere Profitabilität. Auch das ist ja aber etwas, was eben iterativ erfolgen muss. Also wenn man Sevin hat schon gesagt, 48.000 Mitarbeiter, die arbeiten sich alle im Scale-Backend, ja, aber das ist natürlich bei einem Unternehmen wie Deichmann, repräsentativ für andere Unternehmen, auch sehr viele Leute. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sozusagen die Traffic-Zahlen des Backends sehe, ja, und auch da muss man natürlich irgendwo ich glaube, da hilft es dann, wenn man eben Schritt für Schritt ausrollt und auch die Business-User daran gewöhnt sozusagen und auch seine Organisation dann in gewisser Weise eben auch Schritt für Schritt anpassen kann, was ja auch immer eine Chance ist, wenn man eben Replatforming macht, dass man eben auch Prozesse letztendlich einfach hinten raus ändert. Ne? Mhm. Seid ihr komplett zufrieden? Also ich meine, das, was jetzt sozusagen an Feature und Optionen da ist in der Scale Commerce Engine, ist das schon so das Ende oder eure Wunschliste schon erfüllt, Severin? Oder habt ihr auch noch ein paar Dinge, die Tarek und sein Team noch aus dem Hut zaubern müssen? Ich glaube, das wäre jetzt sehr überraschend antwortet, wenn ich sagen würde, alles tutti, alles dann. Ja, das ist außerdem Wir ist müssen ja das nicht nur kuscheln hier. nee, das ist ja auch wir schlagen uns ja auch liebevoll. Insofern ist das auch alles in Ja. Ordnung. Natürlich, genau, wir hatten es ja vorher gesagt, ne, Omnichannel oder Tarek sagt auch, sie kommen ja About You aus dem Pure Online Play, Omnichannel jetzt sehr stark in Fokus gerückt. Insofern, na klar, da entwickeln wir auch gemeinsam weiter. Das war aber auch der Deal aus unserer Sicht, zu sagen, wir gehen auf Best-in-Class E-Com und entwickeln uns gemeinsam im Omnichannel weiter. Und ich glaube, es ist auch klar,
wir sind alle lang genug in der Realität, dass ein IT-Projekt nicht Setup, yes, yes, alle sind happy ist, sondern dass es eben auch eine Menge harte Arbeit von vielen Leuten ist, dass da manchmal auch nicht alles Gold ist, was glänzt, oder dass die Realität anders aussieht, als man sich das vorher vielleicht gewünscht hat. Aber ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass man dann eben fair und auf Augenhöhe miteinander umgeht. Ja, und dann nicht so ein Blaming stattfindet, sondern eher ein, verdammt, wie lösen wir es jetzt? Und dann halt eine gute Lösung finden, ohne gleich wieder technische Schulden aufzubauen, sondern ja, sich dann und in der Konsequenz die Plattform und das Produkt weiterzuentwickeln. Und das muss man halt absolut sagen. Klar leben wir in der Realität, aber ich glaube, wir haben eine gute Wahl damit getroffen, eben mit den richtigen Leuten die Dinge nach vorne entwickeln zu können. Und kann ich nur sagen, Kommunikation ist alles und auch die Möglichkeit, sich einfach mal an den Tisch zu setzen und zu sagen, wie machen wir es denn jetzt? Und das klappt ziemlich gut. Ja, der hilft natürlich auch, also Scale ist ja eine eigene rechtliche Einheit, eigene Gebäude und alle möglichen, ja, aber natürlich sind viele ehemalige About You-Mitarbeiter bei Scale, ja. Und natürlich ist ja auch About You sozusagen, sind die 2 Gebäude nebenan, also immer noch eine räumliche Nähe. Ich glaube, es hilft halt, dass wir ein Softwareunternehmen sind mit Scale, also ein lupenreines Softwareunternehmen, aber halt schon mit einer wahrscheinlich mehr Händlerexpertise als jetzt viele andere. Und wir verstehen den Schmerz halt. Ne? Wir wissen, was Black Friday bedeutet. Wir wissen, was also wir wissen, was Überbestände, Unterbestände bedeuten. Wir kennen halt die Komplexität aus dem Handel. Jetzt mal auch unabhängig von der Mode, aber natürlich auch insbesondere in der Mode. Und ich glaube, das hilft dann vielleicht auch manchmal in Konversationen, weil, wie Severin schon sagte, erstmal ist ein System nie feature-complete. Also wenn ein System behauptet, es ist feature-complete, ist aus meiner Sicht das ist eine absolute Red Flag, ja. Das gibt es nicht. Und es ist immer so, dass man irgendwie mal dachte oder bei bestimmten Themen dachte, das ist ganz easy und dann geht man in die Details und stellt fest, ist doch nicht so easy. Das ist fast immer so, ehrlicherweise, ja. Und ich glaube, da hilft es halt dann, dass wir einerseits mit Scale flexibel aufgestellt sind, dass es auch nicht immer darauf ankommt, dass wir das unbedingt programmieren müssen. Also man kann Trittsoftware anbinden, sehr einfach, sehr flexibel. Wir sind ja ein API, also wir sind Cloud Native, aber vor allen Dingen auch ein API-modulares System und sogenanntes Composable-System. Also erstens, man muss nicht alle Module nehmen, die wir anbieten. Man kann sich auch dazu entscheiden, vielleicht in bestimmten Elementen oder Modulen, Bausteinen sozusagen ein Drittsystem zu verwenden und das ist auch fein. Wir haben selbst viele Drittsysteme schon im Standard angebunden, die man eben wie so eine Art App auf dem Smartphone dann halt eben recht schnell installieren kann. Und man ist auch nicht auf unsere Entwickler angewiesen, weil man eben sowohl Backend als auch Frontend eben auch eigenständig individualisieren und programmieren kann. Ja? Und insofern sozusagen immer, wenn man irgendwie in Themen reinläuft, wo man dann feststellt, ach Mist, irgendwas ist nicht, wie ich es erwartet habe, oder ich habe eine neue Idee als Unternehmen und möchte die gerne umsetzen, gibt es halt ein großes Spektrum an Möglichkeiten, das zu tun. Drittanbieter, Individualentwicklung, wir entwickeln es, wir packen es auf die Roadmap. Und ich glaube, da sind wir eben auch in der Diskussion, versuchen wir da mal sozusagen sehr partnerschaftlich zu sein. Unser Ziel ist es nicht, irgendwie möglichst viele Kunden zu haben, die möglichst alles von uns nutzen und so auf Biegen und Brechen sozusagen dort rein zu verkaufen. Wir haben auch sehr, sehr wenig Sales-Leute im Verhältnis zu unserem Umsatz. Und als Kunde redet man sehr selten mit irgendwelchen Sales-Leuten bei uns, sondern unser Ziel ist eigentlich immer, jetzt mal Kundenzufriedenheit, Kundenerfolg zu produzieren. Und da sind wir dann sehr ergebnisoffen, wie man da halt hinkommt und haben halt auch immer eben, wie gesagt, auch diese Händler-Expertise im Hinterkopf und verstehen, glaube ich, dann vielleicht manchmal ein bisschen mehr oder ein bisschen schneller als vielleicht andere Software-Vendoren, warum etwas jetzt einfach wichtig und dringend ist. Ne? Ja. Vielleicht auch da nochmal kurz ergänzend, das war ja für uns auch ein Punkt. Wir haben natürlich auch drüber nachgedacht, bauen wir jetzt einmal komplett selber eine Plattform, aber am Ende des Tages ist uns das halt einfach auch viel zu viel Aufwand und wäre zu langwierig geworden. Also warum nicht eine Plattform nehmen, die eben modular genau diese Kompetenz mitbringt und eben, wie Tarek es sagte, dann die Möglichkeit hat, flexibel Drittsysteme einzubinden, beziehungsweise über APIs von außen umsetzbar zu machen. Und da es eben ein Headless-System ist, für uns genau der Fokus zu sagen, wo ist denn unsere Differenzierung? Und das ist eben im Frontend. Und deshalb haben wir unsere Entwicklungskompetenz darauf fokussiert zu sagen, wie können wir uns ein Frontend-Framework bauen, dass wir eben für unsere verschiedenen Formate dann das jeweils passende Frontend gebaut bekommen, schnell und flexibel, aber eben auf einer soliden Backend-Plattform, die sich dann entsprechend auch weiterentwickelt. Und das war eben auch noch ein Aspekt, der sehr stark zu dem Matching gepasst hat, zu sagen, der Kunde bezahlt uns nicht für den besten Warenkorb, sondern für die Ware, die wir in den
Warenkorb packen. Und insofern geht es darum, die Customer Experience und Loyalität zu unterstützen, aber sich eben nicht über alle Bolts und Whistles da Gedanken machen zu müssen. Ja. Wo wollt ihr stehen mit dem Projekt, wenn man so, ja, ist immer schwierig jetzt so eine 3-Jahresfrist zu werfen, weil keiner weiß, wo wieder irgendwas, weiß nicht, hochgeht. Weiß ja nicht, wer zuhört. Aber was ist die Planung? Also sagen, wo wollt Ja. ihr stehen in so 3 Jahren? Also, Ja, ich meinte bei dem Zuhören jetzt, ob mein Chef zuhört. Nee, ach also so. wir wollen nicht, sonst gibt es so eine persönliche Zielvereinbarung im Nachgang. Nee, wir wollen natürlich in 3 Jahren mit der Plattform oder mit dem Replatforming durch sein. Und das ist, glaube ich, bei 41 Shops, die dann auch nach hinten raus natürlich eine zunehmende Komplexität haben, sei es eine Deichmann Deutschland, sei es eine Snipes oder eine Ochsner Sport mit dem wirklich sehr breiten Produktspektrum, um dann auch in der Zeit uns über dieses Thema Kundenbindung und oder differenzierte Kundenangebote dann eben auch zum Kunden hin weiterentwickelt zu haben. Und das, glaube ich, das große Ziel, mit dem wir mit aller Energie dran arbeiten werden und auch die Frage, wo wir über Marktplatz ähnliche Lösungen auch unser Sortiment spezifisch erweitern können, das ist für uns, glaube ich, sehr entscheidend in den nächsten 3 Jahren. Da werden wir alle Energie drauf setzen. Wie viele SKUs habt ihr so aktuell? Das ist schwer zu formulieren über die Formate, aber es ist eine Okay. signifikante Anzahl. Ja, weil dann noch ein Marktplatz obendrauf, das ist ja, also ich höre halt immer so, Kuration ist alles und irgendwie weniger ist mehr. Also ich meine, das ist ja auch, läuft man dann, also ist dieses Marktplatzmodell immer zwingend derjenige, der Größte ist, macht das? Ja, Nee, okay. da muss man sehr stark natürlich auf dem Format unterscheiden. Mhm. Also für Deichmann Ja, ist es nicht so relevant, weil wir sind ja auch okay. sehr stark mit unseren souveränen Eigenmarken unterwegs Mhm. und können damit auch sehr vertikalisiert dem Kunden eben ein vernünftiges Produkt zu einem guten Preis anbieten. Aber vielleicht für eine Ochsner Sport, die ja im Sportartikelmarkt unterwegs sind und dann eben, ich sage mal, vom Fitnessgerät bis zur Schneeschaufel in der Schweiz Mhm. alles anbieten, da kann es eben dann durchaus Sinn machen, sich da entsprechend weiterzuentwickeln. Aber es geht eben ja darum, diese Capability zu schaffen, um sie dann selektiv da einsetzen zu können, wo sie eben fürs Geschäft Sinn macht und für den Geschäftssinn. Marktplatz heißt ja auch Mhm. nicht immer sozusagen wie Amazon, dass man dann 12 Trillionen dodgy China-Händler auf der Plattform hat, ja, sondern Marktplatz kann auch manchmal heißen, dass man mit seinen bestehenden Lieferanten eine tiefere Beziehung eingeht, indem man sagt, ich habe jetzt einen bestehenden Lieferanten, aber ich möchte nicht alles im Warenrisiko Mhm. einkaufen. Ein Teil des Warenrisikos soll doch bitte der Lieferant übernehmen, dann schiebt er das über das Marktplatzgeschäft rein oder Size Backfilling oder ein Product Availability Backfilling ist auch so ein Klassiker. Du hast halt einen Artikel, den kaufst du vielleicht im Wholesale ein, ja, und dann ist halt ausverkauft. So hast du halt keinen Marktplatz, ist er weg. Hast du halt einen Marktplatz und dein Lieferant hat ihn halt noch auf Lager, dann kannst du den Artikel verkaufen. Ja, also sozusagen Marktplatz heißt nicht immer, also die Entscheidung für einen Marktplatz heißt nicht unbedingt immer, dass man dann das Ziel hat, auch 20 Milliarden SKUs eben anzubieten, sondern es kann auch eine Optimierung der bestehenden Lieferanten-Relationship bedeuten oder Mhm. eben eine tiefere Verfügbarkeit von Produkten, also quasi das ausverkaufte Produkte vermeiden, kann eine Operations-Optimierung sein, indem man eben so das eigene Warenhaus entlastet, um quasi Überlaufwarenhäuser zu schaffen, kann ein erster Schritt sein Richtung Omnichannel, indem man irgendwann seine Läden anbindet, ja, kann sein, dass man eben bei seinen bestehenden Lieferanten die volle Range anbietet. Also will nur sagen, dass Mhm. Marktplatz, ich weiß auch mal, denken alle Leute mal an Temu oder Amazon oder sowas, ja, und so eine Schrotthöhle, aber das ist jetzt nicht unbedingt es ist nicht immer unbedingt die Motivation da. Mhm. Also wir reden eher über das chirurgische Marktplatzmodell hier. Also die Das Ergänzung letzten geeignete, Endes, genau, das geeignete arrondierende Sortimente, ja. Komplementärprodukt. Ja, okay. Ja. Wie geht ihr eigentlich dann mit den Subbrands um oder den Marken, also wie den Snipes, die ja auch ganz anders positioniert sind? Haben die dann eine komplett eigene Roadmap eigentlich, wenn Ja, ihr die da sind mit jetzt denen startet? ist eben die Idee hinter gemeinsam. Will sagen, Mhm. wir wollen das wirklich gemeinsam machen. Das heißt, die sind, Snipes und auch Ochsner Sport sind Teil des Projekt Steerings und wir entscheiden eben gemeinsam, wann wir welchen Shop Mhm. auf die Plattform ziehen, was auch an Features und Kompetenzen benötigt wird, um das zu tun. Und es ist völlig klar, natürlich wird ein Snipes immer anders aussehen als ein Deichmann oder das ist auch ganz wichtig und gut so. Wir müssen eben nur die Plattform bereitstellen, auf der das passiert. Und das gilt für Ochsner Sport genauso. Und natürlich haben die dann auch bestimmte eigene Features, die sie brauchen, haben gerade über diese Frontend-Frameworks, über die wir gerade vorhin gesprochen haben, haben wir eben auch die Möglichkeit, das zu tun und wir werden das auch garantiert weiterhin so beibehalten.
Mhm. Okay, gut. Ich habe jetzt hier, wir hatten ja angekündigt, dass wir ein paar Fragen zulassen. Ich habe eine Frage von dem Matthias von SearchUp, der fragt, welche Rolle spielt für Deichmann eine intelligente Suche im Shop und die Möglichkeit, über alle Marken zu lernen? Kannst du da was zu sagen? Ich glaube, eine gute und effiziente Suche ist natürlich total wichtig für unseren Kunden, weil er natürlich möglichst schnell zum relevanten Produkt und auch für das relevante Produkt in der richtigen Anwendung kommen muss. Und ich glaube, da sehen wir ja gerade auch das ist ja irgendwie das Jahr der AI oder zumindest das, würde ich sagen, ins Bewusstsein rücken der künstlichen Intelligenz. Und natürlich stellen wir uns die Frage, wie wir das für unsere Kunden gewinnbringend einsetzen können, um das entsprechend in die Formate und in die Shops zu integrieren. Auch das ist etwas, was bei uns auf der Roadmap steht. Und so sagen, über die Marken, also die eigenen unterschiedlichen Formate, hast du es genannt, habt ihr da auch irgendwie einen Austausch oder ein Learning voneinander oder sind da die Kundengruppen auch so unterschiedlich, dass das gar keinen Sinn macht? Es gibt natürlich überlappende Kundengruppen und Menschen, die links und rechts einkaufen, aber wir müssen natürlich auch aufpassen, das hat ja auch viel mit DSGVO und Datenschutz zu tun und Einwilligungen, die der Kunde erteilt. Uns geht es eher im primären Fokus darum, eben das richtige Produkt für die Zielgruppe, die in dem Kanal gerade unterwegs ist, anbieten zu können und weniger da um andere Aspekte. Mhm. Okay. Ich habe noch eine Frage, zumindest von LinkedIn, die Dörte Kastalis hatte die ja gestellt, da sagen die ja immer so irgendwie die dunkle Seite des E-Commerce, sagt sie immer, also alles, was so Warenbestände und was immer wo keiner hingucken will, alle immer fancy Frontend und schön verkaufen. Und wir hatten aber heute schon das ein oder andere Mal die Frage, ja, inverse Warenströme, ja, Rückführung, also und ich glaube, eine der zentralen Sachen ist ja das ganze Bestandsmanagement, also über dann die Zentralleger, die Mikroleger, die Läden selber. Wie steuert ihr das? Wie gut seid ihr da schon? Weil das ist ja auch zentral wieder für das Kundenerlebnis. Ich glaube, das ist eben entscheidend und ich glaube, das ist auch der große Vorteil von einem Omnichannel-Händler, weil man hat ja genau diese Optionen. Also man hat natürlich auch für das eigene Filialnetz einen Nachlieferbestand, den man entsprechend auf Lager hält, den man dann sowohl einem Kunden ausliefern kann, als auch in die Filiale und andersrum eben, wenn man keinen zentralen Bestand mehr hat, vielleicht aus dem E-Com-Lager, dann aus der Filiale versenden zu können. Deshalb glaube ich schon, dass ein großer Omnichannel-Player wie wir einer sind, da entsprechend wesentlich mehr Flexibilität hat über jemand, der vielleicht nur aus einem Logistikzentrum heraus über einen E-Commerce-Kanal fulfillt. Und dasselbe gilt für die Retouren. Eine Retoure, die zentral wieder eingeschickt wird, hat ja die Chance, genauso wieder als normale Verkaufsware in die Filiale zu gehen. Oder eben andersrum, wenn der Kunde die Ware in der Filiale retourniert, was er heute schon kann sie natürlich auch sofort in den Verkaufsbestand der Filiale aufgenommen werden. Oder wenn die Filiale vielleicht zu viel Bestand hat, dann doch wieder über unsere zentrale Logistik zurückgeschickt werden, ohne dass da wieder 1000 Einzelsendungen entstehen, die natürlich dann auch wieder die Effizienz verhindern. Mhm. Okay. Ist das auch deine Beobachtung, Tarek? Worauf bezogen? Also, Naja, wo es also steht? im Erleben von einem Projekt. Also wenn du sagst, man macht so ein Projekt und dann hat man so ein Go-Live und der Kunde, also muss ja dann auch delivern. Also hast ja schon gesagt in der Zusammenarbeit, aber dass dann auch so die Operations so ineinander greifen müssen. Also ich meine, wenn die Projekte, die ihr macht, hat ja immer diese Geschichte, ja, aber hat der Kunde dann letzten Endes auch die Datenqualität, hat er die Bestände im Griff und so weiter. Das ist ja für dich auch, glaube ich, also für euch oder für den Erfolg des Projekts ja extrem wichtig. Wie sieht es eigentlich unter der Haube aus? Ja, also die Realität ist, niemand hat das vollkommen im Griff, ja. Also, und ich glaube, die Realität ist halt, das gilt auch für viele andere Dinge, dass wir halt irgendwie weit entfernt sind von dem, was wir uns alle eigentlich so vorstellen können, wie das irgendwie alles idealerweise irgendwie läuft, ja, und auch weit entfernt sind von dem, was irgendwelche Berater häufig auf irgendwelchen Konferenzen wie der K5 gerne mal erzählen, was sie dann glauben, wie das alles irgendwie im perfekten Leben ablaufen müsste. Ja, also meine Erfahrung ist halt, dass sozusagen, das hast du auch eigentlich gerade gesagt, ja, dass der Fokus immer sehr stark aufs Frontend geht und so dass man sich so anguckt und dann geht ein neuer Shop live und dann klicken sich irgendwelche schlauen Leute irgendwie durchs Frontend und sagen, das sieht ja gut aus und das nicht, aber die Realität ist doch, dass in der Regel 95% der Arbeit eigentlich im Backend liegt. Ja. Mit Ja. Backend meine ich gar nicht das systemische Backend, sondern ich meine alles, was hinter dem Frontend liegt, was jetzt nicht Scale Backend bedeutet, sondern vor allen Dingen auf Kundenseite eben stark Ops, Bestände, Daten Ja. und Co. und Co. Ja.
Und das ist einfach so komplex. Also wenn man nicht irgendwie einen Laden 5 Euro Umsatz hat und so, aber ab einer gewissen Größe ist es einfach eine solche Komplexität, dass das nie perfekt läuft. Und ich glaube, man muss dann am Ende irgendwie halt einen Weg finden, dass es halt besser ist als bei den anderen, ja. Und da macht Deichmann, finde ich, halt einen guten Job. Und da haben wir auch Glück, würde ich sagen, mal mit unseren Kunden, die da alle, finde ich, einen ganz guten Job machen. Aber natürlich ist das nicht perfekt. Also das wird es auch nie sein. Ja, ich glaube, wenn man halt Perfektion anstrebt, dann geht es halt einfach nie live. Und Ja, man muss es halt gut genug hinbekommen, würde ich sagen, und dann halt beständig weiterentwickeln. Und ich glaube, da kommt es dann eben darauf an, eigentlich, ich finde, da zeigt sich die Qualität eines Unternehmens eigentlich viel mehr, ist halt sozusagen die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung und der Lerniteration, die man halt so durchläuft. Ne? Also wie schnell wird man besser? Weil wenn man halt 50% schneller besser wird als die anderen, dann hat man halt in 3 Jahren einen Vorsprung von Faktor X, ja. Also und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Ne? ja. Da hatte ich den Severin auch gefragt, wo wollt ihr denn in 3 Jahren stehen mit Scale? Also wir sind jetzt tatsächlich innerhalb von 5 Jahren, so zumindest nach den Daten, die uns so vorliegen, eigentlich zum zweitgrößten Software-Vendor im E-Commerce-Bereich in Deutschland aufgestiegen, also umsatzseitig. SAP Hybrid ist tatsächlich noch auf 1, laut deren Daten, wundert mich auch mal ein bisschen, aber Überraschend, ähm, ja. ja, ich nehme Salesforce schon recht stark wahr, ist möglicherweise aber auch so ein bisschen so eine Modebubble, weil wir replatformen häufiger Salesforce als SAP ehrlicherweise, aber gut, also wir sind irgendwie Nummer 2, Nummer 3, vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht sind wir auch schon Nummer 1, aber auf jeden Fall mal sind wir Spitze. Und wo ich mir schon sicher bin, dass wir in den nächsten so 5 Jahren, Softwaregeschäftsthema unterliegt etwas längeren Zyklen, aber dass wir es schaffen werden, in Deutschland zum größten Software-Vendor aufzusteigen, so im Enterprise-Bereich. Also eben SAP, Salesforce klar hinter uns lassen, wo auch immer wir uns jetzt gerade im Verhältnis zu denen bewegen auch, weil wir halt schon sehen, dass wir jetzt in Deutschland eigentlich, ähm, freut mich immer, aber eigentlich in fast allen RFPs eigentlich drin sind und fast immer angerufen werden, wenn ein etwas größerer Onliner irgendwie oder ein größerer Händlermarke irgendwas halt eben über Software nachdenkt. Ne? Diesen Erfolg wollen wir natürlich jetzt auch im Ausland reproduzieren. Wir haben jetzt vor einem halben Jahr angefangen, in Holland eine Person zu haben, in Nordics haben wir eine Person in UK. Wir werden jetzt recht zeitnah auch in den USA anfangen. Wir haben auch schon viele Kunden außerhalb Deutschlands gesigned. Wir haben, obwohl wir noch nicht mal in den USA sind, auch schon Gespräche mit echt sehr interessanten Kunden in den USA. Also die Nachfrage nach dem, was wir so anbieten, ist halt schon sehr, sehr hoch. Das sehen wir. Und insofern ist unser Ziel natürlich nicht nur in Deutschland zum größten Software-Vendor aufzusteigen. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir das auch schaffen werden, sondern eben auch weltweit zum größten oder zumindest zu einem der 2, 3 größten im Bereich Enterprise, also Enterprise E-Com aufzusteigen. Und insofern ist Internationalisierung gerade für uns natürlich ein großes Thema. Für uns ist weiterhin ein großes Thema natürlich, die Features zu erweitern letztendlich. Also hier zum Thema sozusagen Geschwindigkeit der Weiterentwicklung habe ich momentan schon das Gefühl, dass wir in einer schnelleren Geschwindigkeit coole neue Features raushauen als jetzt unsere Konkurrenz, aber auch unsere Konkurrenz schläft nicht. Also SAP Salesforce sind jetzt keine doofen Unternehmen, die machen ja auch einen guten Job, die sind auch nicht von gestern, die haben eine große Install-Base, also da müssen wir jetzt auch dranbleiben, ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben Kunden haben, mit denen wir eine enge Verbindung haben, weil wir darauf angewiesen sind, von unseren Kunden letztendlich zu erfahren, was die Sachen sind, die nachgefragt werden, ja. Schlussendlich aber eigentlich die KPI, auf die wir eigentlich, also die mir am wichtigsten ist, weil ich glaube, dass am Ende des Tages eigentlich die größte Determinante für Erfolg ist quasi, wie zufrieden sind Kunden, ja. Ich glaube, niemand ist 100% zufrieden mit seinem Software-Vendor, das ist auch die Realität, ja, aber sozusagen haben wir verhältnismäßig zufriedene Kunden und haben wir vor allen Dingen erfolgreiche Kunden und insofern ist für uns eigentlich immer so, dass wir also erstmal nach wie vor recht oft Nein sagen tatsächlich bei Anfragen. Also wenn uns ein Kunde approacht oder ein potenzieller Lead approacht und sagt, hey, irgendwie wollt ihr hier mit pitchen und wir gucken uns das an oder gehen auch in die Requirement-Analyse und stellen fest, wir würden als Kunde uns gar nicht nehmen, aus was für Gründen auch immer, dann sagen wir auch Nein und sind da sehr ehrlich. Und für mich auch wichtig, dass wir jetzt nicht jedem Kunden blind hinterherrennen sozusagen und keinem Umsatz blind hinterherrennen, weil für uns eigentlich die größte und wichtigste Faktor eigentlich die Anzahl der zufriedenen Kunden. Und ich habe lieber 50 zufriedene Kunden als irgendwie 100 mittelzufriedene Kunden. Ja, sind wir auch sehr stolz, hat noch nie ein Kunde gekündigt. Wir haben natürlich schon diverse Vertragsverlängerungen gehabt. Das wird sicherlich irgendwann kommen. Also kein Software-Vendor hat 0% Churn, aber ich glaube, unser Churn ist, sag ich mal, deutlich besser als der Marktschnitt und unsere Kundenzufriedenheit ist höher als der Marktschnitt. Und ja, das ist eigentlich für mich eigentlich so ein bisschen das Wichtigste, weil
B2B-Geschäft ist ein Reputationsgeschäft. Die Menschen wechseln von A nach B und jeder kennt sich irgendwie und keiner wählt einen Software-Vendor aus, ohne irgendwie sich vorher informiert zu haben über den Track Record. Und insofern glaube ich halt, erfolgreiche Projekte, erfolgreiche Kunden sind der größte Garant für zukünftigen Erfolg. Insofern ist das aus meiner Sicht auch die absolut wichtigste KPI, auf die wir optimieren, und dann folgt der Rest, ja. Und das Gute ist, wir haben ja einen Kunden hier live. Ist Severin Deichmann der zufriedene und erfolgreiche Kunde, den Tarek gerade beschreibt? Ich glaube, sonst wäre ich nicht hier. Wir haben es vorhin gesagt, es geht hier nicht darum, Hurra-Optimismus zu verbreiten. Klar gibt es die Crunch-Points, an die wir auch dann ran müssen und die auch mal wehtun. Aber eben, weil es auf Augenhöhe passiert, haben wir bis jetzt immer gute Lösungen gefunden. Ich bin da fest überzeugt, dass wir eben genau dieses Thema jetzt nach vorne hin weiter so treiben werden. Ja? Und dann, wir sehen in den Ländern auch schon eine positive Entwicklung und freuen uns eben drauf, auch das weitermachen zu können. Ja, sehr cool. Also ich glaube, du hast vorhin gesagt, ihr habt gar nicht so viele Sales-Mitarbeiter. Ich glaube, da braucht man auch gar nicht so viele, wenn man so ein Format macht. Meiner Meinung nach eines der besten Formate, weil man den Kunden sprechen lassen kann. Und mit Tarek hat man natürlich eine der krassesten Sales-Maschinen an Bord. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es super spannend. Ich habe selber 2, 3 Sachen gelernt, die ich zukünftig anders formulieren werde, auf jeden Fall. Also ganz, ganz herzlichen Dank euch beide. Und auch für die Offenheit und die Einblicke. Und ich glaube, den Zuschauern hat es auch das ein oder andere gebracht. Und wie man sieht, traut euch, man kann mit Scale zusammenarbeiten, auch wenn man vielleicht im selben Markt wie About You unterwegs ist. Also scheint auch ganz sinnvoll zu sein, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der die Materie versteht. Also ganz, ganz herzlichen Dank und schon mal ein schönes Wochenende. Danke euch. Vielen Dank fürs Hosten und Moderieren hier, Sven. Danke sehr. Sven. Ciao. Danke. Ciao.